wurde im Dezember 2017 zum allerersten Mal durchgeführt, wird veranstaltet von den Deutschen Musikhochschulen. Und die Idee von Debüt ist es eben, Studierenden eine Plattform zu geben für innovative Musikformate. Da stellt sich natürlich die Frage, was ist ein innovatives Musikformat? Und wir beantworten diese Frage gar nicht, sondern geben sozusagen den Studierenden einfach den Raum, Neues auszuprobieren. Ja, also es wird von uns jetzt nicht definiert, das und das ist ein neues Musikformat. Wir machen das eher im Ausschlussverfahren und sagen, alles, was nicht ein normales, übliches, klassisches Konzert ist, das ist eben etwas, was theoretisch für Debüt in Frage kommt. Eitel unsere Wünsche sind. Wo wir's ebenso verstehen. Ja, wir wussten ja, dass wir nur 8 Beiträge zeigen können. Insofern war am Anfang die Sorge groß, weil es so viele gute Beiträge gab, die eingereicht worden sind. Über 30. Und es lag jetzt in meiner Hand, die auszusuchen und 8 Beiträge möglichst in einer großen Vielfalt zu zeigen, dass man natürlich nicht nur immer dasselbe zeigt, sondern eben wirklich die Bandbreite und Vielfalt an den deutschen Musikhochschulen. Ziel war es dabei natürlich, mit den Konventionen des normalen Mainstream-Klassik-Musikbetriebs zu brechen und viele Formate vorzustellen, die im 21. Jahrhundert vielleicht noch nicht so gewöhnlich sind. Debüt, ein Format, mit dem wir zeigen und auch wieder in unsere Hochschulen zurückholen, dass unsere Studierenden ein sehr großes kreatives Potenzial haben. Also das eine, man kommt nur an eine deutsche Musikhochschule, wenn man, wie wir wissen aus der Forschung, 10.000 Stunden vorher geübt hat. Aber das andere ist eben, dass man den Freiraum, das Experimentieren, das Ausprobieren und auch das Überschüssige im Studium wirklich fördern muss. Und ich bin wirklich sehr glücklich, dass diese Vielfalt des Erprobens jetzt bei dem ersten Durchgang von Debüt so aufgegangen ist. Wir haben die UDK als einen starken Partner und wir haben jetzt drumherum ganz viele tolle Orte. Dass ein Wandelkonzert in der Nacht im Pergamon-Museum stattfinden konnte, ist großartig. Ja, ich bin völlig begeistert und sprachlos. Ich kenne ja das Haus schon seit einigen Jahren und habe den Eindruck, dass ich es heute Abend zum ersten Mal mit komplett neuen Augen gesehen habe, weil natürlich diese verschiedenen Kunstformen sich gegenseitig durchdringen, die Objekte, der Raum, der inszenierte Raum und dann eben die Musik und die Performance. Das ist eine ganz großartige Gelegenheit, um zu zeigen, dass Museen eben mehr sind als tote Schaukästen von Objekten. Ja, die Idee hinter Debüt ist, dass wir einen Wettbewerb, ein Konzept mit Hilfe unserer Fördergelder aus dem Bundesministerium für Bildung und Forschung unterstützen. Wir finden diese Idee total spannend, dass hier einerseits Öffentlichkeit erreicht wird in einem Maße, was wir sonst ja gerade im Musikbereich so nicht haben, durch diese wunderbaren unterschiedlichen Spielorte. Und das Zweite ist tatsächlich, dass auch neue Musikrichtungen erschlossen werden. Das war für uns auch überzeugend, in die Förderung zu gehen, dass wir Menschen gewinnen, die sonst vielleicht dieser Musik sich nicht so zuwenden. Also das war uns ganz wichtig. Gute Gründe pfeife ich, die miesen aber nehme ich mit und such den Schnee vom letzten Jahr. Von Dichtertreff
zu Dichtersuff. Auch unsere Zunft ändert sich nie. Zu viele missglückte Gedichte, zu viele Zeilen wie diese. Blickt man in die Landschaft der musikalischen Preise und Wettbewerbe, stellt man fest, dass die sich eigentlich alle ähneln. Egal ob für Geige, Klavier oder Trio oder welche Besetzung auch immer. Es geht eigentlich immer um eine möglichst gelungene musikalische Interpretation. Böse ausgedrückt könnte man sagen, es geht um höher, schneller, weiter. Bei Debüt, dem Wettbewerb der deutschen Musikhochschulen, ist das anders. Wir drehen das Prinzip um. Hier geht es nicht nur um musikalische Perfektion, sondern vor allen Dingen um das Konzept, um das Programm, um die Dramaturgie und um das Publikum. While you are away, my heart comes undone, slowly unraveled. Du hattest eine besten Freunde mir betrogen. Du kanntest nicht gut auch noch dich selber mit mir betrieben. Ja, Sampling Barock ist ja eine Zusammenführung von Barockmusik und den Beats und wir spielen alle auf historischen Instrumenten, das heißt also mit Darmsaiten und in der Einrichtung, wie sie halt ursprünglich so gedacht war, damals im 18. Jahrhundert. Und dann versuchen wir halt das Konzertpublikum einfach so richtig zu begeistern dafür, dass diese alte Musik total zeitgemäß ist, trotzdem, dass man es halt super gut aktuell spielen kann. Wir als Jury von Debüt dürfen 3 verschiedene Preise vergeben. Zum einen den Preis für Originalität. Da geht es um innovative Konzepte, Provokation, Einzigartigkeit. Den Preis für den Publikumserfolg, wo wir als Jury bewerten, welches Konzept von dem Publikum am stärksten angenommen wird. Und der Preis für Wiederaufführbarkeit, bei dem die Kopierfähigkeit für andere Konzertformate im Vordergrund steht. Der künstlerische Leiter Sebastian Nordmann hat nach einem Beitrag, einem sozusagen neutralen Beitrag für die Abschlussveranstaltung gesucht. Und da haben wir das vorgeschlagen, diese Verräumlichung von den Metamorphosen von Richard Strauss. Und das tragen wir bei zur Abschlussveranstaltung, damit da eben musikalisch auch was passiert. Meistens ist es bei Wettbewerben so, dass die Jury von Professoren oder namhaften Personen des Musiklebens besetzt ist. Hier ist es anders. Ganz besonders bei Debüt ist die Zusammensetzung der Jury, und zwar aus Studierenden der 16 Musikhochschulen in Deutschland, die selber nicht mit einem eigenen Beitrag vertreten waren. Studierende der unterschiedlichsten Fachrichtungen, beispielsweise Jazzgesang, Komposition, Dirigat oder auch Dramaturgie. Und diese Vielfalt an Studiengängen hat dazu geführt, dass wir ganz viele verschiedene Perspektiven auch hatten, die die Diskussion immens bereichert haben. Der Preis für Originalität geht an das VKKO, das Verworner Krause Kammerorchester.
Der Publikumspreis. Lulu und die Heerscharen der Verfluchten hat das Publikum und uns bezaubert. Zu unserem letzten Preis, dem Preis für Wiederaufführbarkeit. Dieser Preis geht an Free Sound Travelers und das Stehgreif-Ensemble. Unser Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert insgesamt 10 kulturelle Bundeswettbewerbe in fast allen Kunstsparten, kann man sagen. Und wir verfolgen damit den Ansatz, tatsächlich nicht nur Wettbewerbe zu unterstützen, sondern damit verbundene Treffen, wo es eben darum geht, Weiterbildungsangebote, Austausch zu haben und auf Berufschancen zu erschließen. Das ist ein ganz wichtiger Ansatz und den haben wir eigentlich mit den damit verbundenen Treffen, mit diesen Bundeswettbewerben immer erreicht. Und dieser Musikwettbewerb ist eine wunderbare Ergänzung. Und wir hoffen, dass dieser Wettbewerb auch eines Tages auf dem Weg zu einem Bundeswettbewerb ist. Wie gesagt, wir haben 10, das wäre ein 11. und das wäre ein großes Anliegen.